Die rumänische Flagge im Kreisverkehr. Es gibt ganz oft eine zweispurige Straße mit doppelter Sperrlinie in der Mitte und rechts ist einfach mehr oder weniger offiziell Parkstreifen. Aber der Parkstreifen ist eben nicht so schmal wie ein Parkstreifen, sondern er ist so breit wie eine normale Fahrspur und das ist gedacht als normale Fahrspur. Da geht es zur Transalpina. Und man kann nirgendwo im Vorhinein irgendwie sehen, ob sie offen oder geschlossen ist. Man muss quasi bis zum Anfang fahren und da ist es dann offen oder geschlossen. Also es gibt nichts irgendwie im Internet, wo man nachschauen kann. Guess you're lost, lost. You're too young to be so lost. Too old to care so much. So. Wir sind jetzt am See bei Oașa und werden da jetzt Mittagspause machen. Urschön. Das ist jetzt unser idyllischer Pausenplatz geworden. Karin schläft auch ein bisschen. Aber es ist so schön. Und auch vor allem jetzt das Wetter ist so schön. Time forever changes us. You always leave parties early. Go when everyone's dancing and laughing. Weiter geht's. 1000 Höhenmeter haben wir noch zu machen. See how you always skip town to just walk and not think how you burned down the home she built for you. Guess you're lost, lost. You're too young to be so lost. Too old to care so much. But time forever changes us. Stand gerade Achtung Steinschlag und der Hang sieht auch so aus. Ganz viele so wackelige Steine sind mit Graffiti beschriftet, so als hätten sie irgendwie gewettet, welcher Stein dann als erstes runterfällt. Da auf 1500 Metern liegt noch Schnee, auf der Nordseite nehme ich an. Links ist schon Sommer, rechts ist noch Frühling. You're too young to be so lost. Too old to care so much. Das war echt eine nette Bekanntschaft jetzt. Also, es war echt ein guter Zufall. Ich habe Ja, sie beim Runterfahren gesehen und dachte mir so, Pickup mit Wohnkabine, grüß dich mal. Dann haben sie bei mir angehalten. Ja. Und was man noch festhalten muss, der Pickup mit Wohnkabine ist 20 cm niedriger als unser Defender. Also im Internet stand, seit 2011 ist die Transalpina durchgehend asphaltiert, also nehme ich an, sind wir aktuell noch auf einer Zubringerstraße. Und der vorne teilt sich dann genau. Ist das schön, bei diesem Wetter. So, also das ist jetzt die Transalpina und sie ist anscheinend gesperrt. Ja, aber es ist gerade ein Auto vor uns rundherum gefahren. Ja, vor allem ein Und Mercedes da fahren schon GLK. einige. Und es Ja. ist nur wegen Schnee gesperrt. Das heißt, wir können eigentlich probieren, wie weit wir kommen. Guess you're lost. Ich habe jetzt gefragt und er meint, man kann 9 Kilometer oder so fahren und dann muss man umdrehen, weil es zu viel Schnee ist. Aber man kann die 9 Kilometer fahren, schöne Fotos machen und dann wieder zurückfahren. Ich glaube, das machen wir. Probieren wir es. Guess you're lost, lost. You're too young to be so lost.
lost. Das ist der Mercedes, der vorher vor uns gefahren ist. Ich glaube, der ist nicht durchgekommen. Und wir sind noch gleich bei den 9 Kilometern, die er uns gesagt hat, die man noch fahren kann. Also mal schauen, was danach ist. Ja. Ich glaube, das war's. Ich meine, wir haben eine Schaufel mit, wir haben Zeit. To get so much, but time forever changes us. Ja, weiter kommen wir nicht ohne unglaublich viel Schaufel. Deswegen picken wir den Sticker Transalpina Rumänien hier auf. Den haben wir geschenkt bekommen vorher beim Staudamm. Und wenn wir ihn schon haben, ja, wir haben jetzt das Tarp aufgebaut. Das ist auch eines der Dinge, die wir jetzt neu mit haben, statt der Plane. Weil das Tarp kann man schöner abspannen und bei der Plane reißen diese Ösen immer aus. Jetzt eben so 2 Stangen, das war auch was, wo ich sagte, ja, sollen wir das mitnehmen? Oder bei der letzten Reise zum Beispiel haben wir eine Stange mit dem Stativ improvisiert. Aber es war auch nur so. Und so richtig schöne Äste oder Stangen findet man eigentlich selten in der Natur. Das hat sich eigentlich voll bewährt, weil eben 2 reichen gut aus. Schön abgespannt alles. Und das bietet halt Schatten. Das war... Ja, und man hat trotzdem noch diesen Ausblick. Der Ausblick ist so schön. Und so können wir jetzt den Kanister nachfüllen, ohne beide Kanister aus der Halterung zu nehmen. Das war früher immer mühsam. Ich habe hier den Knopf und die Karin hat drüben die Sprühdings. Okay? Ja. Ist natürlich gefährlich, weil es kann irgendwas schief gehen und dann hat man ganz schnell viel Wasser im Auto. Aber es ist es wert, glaube ich. Währenddessen brutzelt schon der Spargel. Ja. Guess you're lost, lost. You're too young to be so lost. Too old to care so much, but time forever changes us. Ich sitze jetzt im Auto. Die Karin sitzt auch noch im Windschatten, oder? Ja. Wir haben 2 Pfannen angefangen. Eben genau für das haben wir es so gebaut, dass halt quasi einer drinnen ist und der andere draußen kocht. Oder zumindest eben von beiden Seiten jetzt. Ja, einfach, dass wir ein bisschen Raum drinnen haben zum Sitzen, weil das hatten wir ja vorhin Ja. gar nicht. Ja. Guten Appetit! Falsch. Wir haben gerade einen voll toll erhaltenen Kopf von einem, ich würde sagen, Schaf gefunden. Ja, oder Ziege. Ja, voll gut erhalten. Und so schön. Unglaublich. Da wollen wir rauf. Und so viele schöne Blumen. You always leave parties early. Go when everyone's dancing and laughing. See how you always skip town to just walk and not think how you burned down the home she built for you. Also wir haben jetzt bis auf die Spitze vom Hügel geschafft, man sieht urweit. Und eben da oben geht dieses Silberne, was so glänzt, das ist die Passstraße, die geht jetzt da oben drüber. Und was ich jetzt auf Maps erkennen kann, nicht mehr viel höher. Wir sind schon echt weit oben. Und da hinten gibt es einen Weg, der verläuft eigentlich so rechts weg, aber da gibt es einen eigenen Gipfelweg, der auf den Bergkamm dann oben führt. Ja, ich glaube, das ist so Und- eine Offroad-Route. Ja, aber man sieht ziemlich viele einzelne frische Spuren. Also es ist quasi kein durchgefahrener, ausgefahrener Weg. Und das finde ich schon, schaut schon irgendwie kritisch aus. Also ich verstehe schon, dass man da sagen kann, naja, halt muss das sein. Ja, ja. Weil wenn man da nicht Ja, würde ich auch raufkommt, nicht machen. dann muss man nicht die Straße verlassen. Weil es gibt eben diesen einen Weg, der ist ausgefahren und so, das kann man ruhig fahren. Aber wirklich, da gibt es so links da 2, 3 wirklich ganz frische Spuren, die ganz raufgehen. Das ist schon, also... Wir sind jetzt übrigens auf 1900 Metern und schauen uns den Sonnenuntergang bald an. Das ist unglaublich schön.
Und es ist übrigens schon 8:45, weil Rumänien ist ja auch eine Stunde später. Ja. Ja. Und wow, so schön. Gestern war Vollmond. Das heißt heute keine Wolken. Und wenn der Wind jetzt noch ein bisschen abflacht, das wäre so schön. Es hat sich so ausgezahlt, dass wir uns entschieden haben, hier zu bleiben. Ja. Aber gehen wir jetzt noch, bevor es dunkel wird, Gehen wir noch rüber. die Straßen schauen. Ah, Man sieht jetzt langsam die letzten Sonnenstrahlen. Da wandert die Karin. Oben am Berg ist es noch hell und es verläuft eben so langsam schön. Ja, in das dunkle Tal. Da unten, da steht das Auto und da geht gerade die Sonne unter. So schön ist es da. Die Sonne ist ja weg und jetzt haben sich alle Blumen zugeklappt. Und ich finde das so cool zu sehen, einfach diese natürlichen Fähigkeiten. Wir werden heute drinnen schlafen, weil es sehr windig ist. Ja, dafür werden wir das jetzt ein bisschen so klappen. So, weil unsere Matratze ist es dieselbe wie letztes Jahr, aber die Karin hat ein Feature dazugefügt und zwar kann man sie klappen. Wow, und das ist immer noch eine Matratze. Magisch. Und hier drunter verbirgt sich jetzt ein Brett und da gibt es 3 Löcher. Da kommen jetzt die Stangen hinein. Und zwar sind das umgekehrte Tischfüße und die Dinger, mit denen man es Höhen verstellen kann, die pieksen nämlich nicht unter der Matratze. Kommen durch das Loch und dann kommt unten der Fuß dran. Es ist jetzt nicht die allerbeste Methode. Und es war irgendwie ein verzweifelter Gang durch den Baumarkt. Was könnten wir denn machen? Ah, ja, machen wir das. Ja. So, und jetzt kommt das Leintuch wieder drauf. So, und fertig ist das Bett. tada. Für 2 Personen im Auto. Sehr cool. In weniger als 5 Minuten, würde ich sagen. Weil eigentlich ist es ja noch immer als Notlösung gedacht. Wenn es zu sehr windet, dass wir dann schnell auch unten schlafen können. Jetzt können wir das noch Wie aushängen. breit ist es, weißt du das? Ja, 1,4 Meter ist es breit. Cool. Echt cool, ja. Und jetzt hätten wir noch die Schlafsäcke dazu. Wir haben aus Wien einen Mannerschnittenvorrat mitgenommen. Und also ist ganz praktisch, man kann sie unten rausnehmen. Und hinten gibt es eine Anzeige, wie viele noch drinnen sind. Und ab 5 wird es schon kritisch. Und falls irgendwer in circa dasselbe Land zu circa derselben Zeit wie wir fährt, soll er unbedingt Mannerschnitten einpacken, weil wir können das nirgendwo kaufen und wir lieben das so sehr. Wir verschenken es aber auch immer als Gastgeschenk und deswegen essen wir selber so wenige, weil wir uns denken, ja, das ist so ein tolles Gastgeschenk. Also wenn ihr im Sommer in Zentralasien seid Genau, packt euch so irgendwo versteckt eine Mannerschnittenpackung ein und schenkt sie und uns kommt dann. uns besuchen. Und dieses Teil ist auch neu. So, es ist ein Plexiglas zurechtgeschnitten mit einem Loch und einem Haarprofil unten angeklebt, das eben schön genau ins Fenster hineinpasst. Und man kann das Fenster dann zukurbeln und da kann man den Schlauch dann reinstecken. Weil früher haben wir immer den Schlauch in Fenster eingeklemmt und dann Handtücher in den Zwischenraum gestopft, damit eben nicht so viel kalte Luft verloren geht. Und das ist jetzt eben auch neu gelöst. Ja. So, und jetzt gibt es Stationenbetrieb vom Fahrersitz, Jacke, Schuhe ausziehen, dann auf den Beifahrersitz und vom Beifahrersitz ins Bett. Und dann der zweite. So kuschelig. Da noch die Kuscheldecke, das Schäfchen, ein Schal und draußen einfach der Sonnenuntergang. Oh, so schön. So, die Heizung tut ihr Möglichstes. Wir wissen noch nicht ganz, auf welcher Stufe wir sie über Nacht laufen lassen sollen, weil das Auto ja wirklich schlechter isoliert ist als das Dach, Ja, wirklich. lustigerweise. Und ja, mal schauen. Aber einfach die Aussicht, man sieht sie da hinten, das ist so schön. Ja, und man sieht schon Sterne. Echt toll. Schon wieder 9:45 und wir kommen nicht zum Videoschneiden. Wir sind jetzt vor 5 Tagen weggefahren. Wir haben es jetzt Irgendwie- noch nicht angefangen. Es geht sich noch gar nicht aus. Es gibt so viel zu sehen. Es ist so schön, wieder unterwegs zu sein. Gut. Gute Nacht. Gute Nacht.